Hallo ihr Lieben, im ersten Teil des Videos haben wir 3 verschiedene Mischungen von Pappmaché kennengelernt. Anders als sonst wurde hier geschreddertes Papier verarbeitet, ohne es lange einzuweichen oder weiter zu zerkleinern. Jetzt wenden wir diese Mischungen an, um sie später zu vergleichen. Wir nehmen uns mal jetzt erstmal die klassische Variante, also die Grundvariante. Lass uns doch mal überall so ein Gesicht machen und wir schauen uns an, was damit nach ein paar Tagen passiert, wie das Ganze schrumpft. Es lässt sich sehr gut verarbeiten. Und ich mache noch eine Kugel daraus, aus jeder einzelnen Masse, einfach um zu schauen, wie viel es nach ein paar Tagen, wie die Oberfläche aussieht. Also wenn man so eine massive Kugel baut, also ohne Unterbau. Ich empfehle immer auch ein bisschen angerührten Kleister parat zu haben, um Sachen wunderschön zu glätten. Das lässt sich wunderbar damit glätten. Schau mal. So, jetzt haben wir eine glatte, relativ glatte Kugel. Die bleibt aber so glatt nicht, weil Pappmaché schrumpft und wir haben jetzt hier auch keinen Zusatz. Von daher schauen wir uns das nach ein paar Tagen an. So, das gleiche mache ich jetzt mit der Kreidemischung, Papier- und Kreidemischung. Jetzt bauen wir hier so ein Gesicht. Ich versuche was Ähnliches zu machen, damit wir auch wirklich gerecht urteilen können. Okay, jetzt haben wir 2. Und ja klar, wir machen jetzt hier auch eine Kugel. Das muss ja gerecht sein und die sollte möglichst auch so groß sein wie die hier. Also normalerweise arbeitet man ja so mit Pappmaché nicht, dass man solche dicke Schicht macht. So eine massive Kugel würde man jetzt nicht bauen, man würde darunter entweder Zeitungspapier oder irgendwas anderes drin platzieren und nur die oberste Schicht ist ja dann Pappmaché, aber wir wollen einfach schauen, was passiert. So, dann haben wir 2. Passt? Ja, passt. Gleiche Größe. Und wir haben jetzt die dritte Masse, die Mehlmischung, sehr schön zum Kneten. Und jetzt bauen wir jetzt noch ein Gesicht. Fühlt sich ein bisschen anders an als die anderen beiden. Also jede einzelne fühlt sich anders an, aber es lässt sich mit allen 3 gut arbeiten. Und das musst du jetzt selber rausfinden, welche Konsistenz dir am besten liegt. Ich arbeite hier natürlich auch sehr massiv. Eigentlich würde ich das Gesicht ja ein bisschen vormodellieren mit vielleicht die Nase würde ich vielleicht mit aus was anderem noch ein bisschen verlängern, das Styropor, damit da ein bisschen Unterbau darunter ist, weil die wird uns natürlich stark schrumpfen. So, diese lustigen 3 Waldgeister oder was auch immer das sein soll.
Das ist kompakter, auf jeden Fall kompakter als diese zweite Masse. Die schmiert auch nicht so. So, wir haben 3 Massen, 3 Kugeln, 3 Gesichter und wir schauen uns an, was damit passiert in den nächsten Tagen. Wichtig ist, wenn ihr eure Masse nicht sofort verwendet, nicht sofort verbrauchen wollt, dann muss sie natürlich möglichst luftdicht verpackt werden, entweder in einer Tupperschale oder zum Beispiel in so einer Folie. Im Kühlschrank hält sich die Masse länger. Ich sag mal mehrere Wochen. Mehrere Wochen ist kein Problem. Bis auf diese Mehlmischung, die fängt extrem an zu stinken, wenn man sie nicht in kürzester Zeit verbraucht. Das ist natürlich der Nachteil. Nach 5 bis 7 Tagen ist die Oberfläche schon großenteils hart und ich habe stellenweise noch eine zweite Schicht aufgetragen, um die Unebenheiten und Risse nachzubessern. Und jetzt hier diese Mehlpulver. Die ist ziemlich fest. Da kann man zum Beispiel mit dem Kleister noch die Finger so ein bisschen benutzen. Kleister. Und ein bisschen noch mal geschmeidiger machen. Aber es funktioniert. Die funktionieren alle. Aber die stinkt schon ein bisschen, also die hält sich nicht mehr lange. So sieht es jetzt aus. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal durchtrocknen. Man sieht ganz deutlich, wie das Pappmaché nach dem Trocknen schrumpft und dadurch entstehen Strukturen auf der Oberfläche. Und jetzt kommen wir zum Auswerten und zum Vergleich. Inzwischen sind tatsächlich schon 2,5 Jahre vergangen, weil ich vorher noch nicht dazu gekommen bin, das Video zu schneiden und zu beenden. Aber es hat sich seitdem sicherlich nicht viel getan, da das Ergebnis ja schon nach einer Woche eigentlich zu sehen war. Und es ist so, wie ich vermutet habe, dass die Grundvariante ohne Zusätze, nur Papier und Kleber, etwas gröber ausgefallen ist als die beiden mit Zugabe von Calciumcarbonat, also Kreidepulver und von Mehl. Aber der Unterschied ist auch nicht so wirklich gravierend. Man erreicht also schon sehr solide Ergebnisse, auch ohne das Papier noch zu mixen. Wer das lieber glatter mag, kann natürlich schleifen, weiter bearbeiten. Man kann noch eine Schicht von feinerer Pulpe drauf machen und so weiter. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber dazu vielleicht in einem anderen Video. Ich mag diese verspielte, grobe Oberfläche sehr gerne. Hier ist nochmal zum Vergleich eine andere Oberfläche aus gemixten Büropapier und Kleber, ohne Zugabe von weiteren Zutaten. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Was die drei gemeinsam haben, ist, dass die Oberfläche sehr, sehr robust ist, sehr hart, fast kratzfest. Man kann sogar mit dem Hammer draufhauen. Und es passiert nicht viel. Das ist wirklich erstaunlich, wie robust Pappmaché-Oberfläche ist und das wird oft unterschätzt.
also wirklich steinhart. Und ich habe hier nur noch eine von den 3 Kugeln gefunden und schon für weitere Experimente gebraucht. Und man sieht aber, dass die nicht mehr rund ist, sondern dass die dadurch, dass sie so massiv geformt wurde, ungleichmäßig geschrumpft ist. Also wichtig ist, dass man immer einen Unterbau hat beim Pappmaché, damit die Pappmaché-Oberfläche nur einige Millimeter dick ist und nicht so wie hier ursprünglich 4-5 cm. So ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur verschiedene Wege. Und wir haben 3 kennengelernt, aber es gibt noch so viel mehr, was man ausprobieren kann. Also traut euch ruhig zu experimentieren, mit den Zutaten auch ohne genau abzumessen oder abzuwiegen. Einfach loslegen und Spaß haben. Wenn ich euch irgendwie inspirieren konnte, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und hoffentlich bis demnächst.